Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit der Navigation mit der Garmin Tactix 7. Ja, wie ihr seht, ich bin hier schon gerade unterwegs. Ich mache gerade die Anmod hier mitten im Lauf, weil es einfach so schön ist, gerade hier in den Feldern hinter mir. Ich habe die Strecke auf Komoot geplant. Garmin unterstützt ja hier eine Schnittstelle, dass ihr das Ganze entsprechend hier synchronisieren könnt. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur die Konten verbinden und dann, sobald eine Strecke geplant ist, seht ihr es schon auf Garmin Connect und könnt es auf die Uhr übertragen. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, über Garmin Connect selber zu planen. Da gibt es ein Planungstool oder zum Beispiel das Ganze über AutoActive zu machen oder mit einem anderen Tool GPX-Datei oder TCX-Datei zu exportieren und diese dann entsprechend zu importieren, also in Garmin Connect zu importieren und die dann an die Uhr zu übertragen. Ich laufe jetzt weiter, beziehungsweise zeige euch jetzt, wie die Navigation funktioniert und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Karte. Ich bin jetzt noch im Ort unterwegs. Wir sehen auch rechts eine Bahnschiene, die entlang geht, beziehungsweise das Lilane ist die Strecke, die wir laufen. Den blauen Pfeil, das bin ich. Und in 119 Meter, das ist da hinten bei dem LKW, kommt die erste Abbiegung. Ja, wenn wir kurz vor der Abbiegung sind, dann bekommen wir eine Vibration auf den Arm und hier nochmal ein Pfeil angezeigt. Wir sind jetzt hier. Ich muss rechts abbiegen. Wir bekommen jetzt leider keinen Unterschied angezeigt, ob ich links oder rechts muss, was farblich angeht, was die Tour angeht. Aber der Pfeil sagt, glaube ich, schon einiges aus. Das langt ja schon. So, wir laufen hier auch mit GPS Multiband. Das heißt also das Beste, was Garmin aktuell zu bieten hat. Und was wir hier jetzt ganz gut sehen ist, hier vorne kommt eine Kreuzung, wo gerade dieser Traktor fährt. Da müssen wir jetzt gleich abbiegen. Und wir sehen es auch in der Karte eingezeichnet. Aber wir haben wieder das Garmin-typische Problem, dass nicht immer alle Abbiegehinweise kommen. Und wir sehen jetzt hier, der nächste Abbiegehinweis kommt in 1,02 Kilometer. Also ich bin zwar schlecht im Schätzen, aber ich glaube nicht, dass es 1,02 Kilometer sind. Ja, würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Einen schönen Blick ins Ried. Da hinten ist wieder Mannheim-Ludwigshafen. Und hier ist dann Worms, falls sich jemand hier auskennt. Ja, einfach schön um die Jahreszeit. Und sogar noch angenehm zu laufen. Nicht zu heiß. Ja, was wir hier sehr gut sehen, ich laufe hier gerade an so Weinreben vorbei. Das ist so ein Trampelpfad. Und wir sehen auch hier auf der Tactix bzw. auf der Karte von Garmin ist das Ganze auch enthalten. Und wir sehen auch hier so einen kleinen leichten grauen Weg. Der ist auch da, auf den gehen wir jetzt drauf. Und ja, alles dabei. Würde ich sagen, gehen wir weiter hoch. So, um nochmal das Wegenetz anzugucken, wir sind jetzt hier, ich muss nach 3 Metern oder muss 3 Metern abbiegen. Wir sind hier auf dem Landschaftsweg. Ich muss jetzt hier links abbiegen. Das ist so ein klassischer Landschaftsweg ausgebaut. Und wir sehen auch hier, dass es entsprechend dann mit so leichten Strichen angezeichnet ist. Wir sehen auch links dann so ein Trailweg, der hier dann gleich kommt. Auf den laufen wir nachher später noch, oder beziehungsweise auf einen der Wege. Und wir sehen auch, der Pfeil ist dann scharf links, dass ich auch weiß, dass ich hier scharf links muss. Ja, was wir auch bekommen, ist die Stamina-Funktion. Ich habe jetzt 79% kurze Reserve und 83% ist meine Gesamtstärke, die ich noch habe. Und da ich jetzt stehe, ist die Pace weg. Wir sind auch noch den Puls. Und so könnt ihr dann eure Läufe einteilen. Ganz schön steil. Und wir sehen auch, dass die Abbiegehinweise kommen, wenn wir auf einem anderen Datenfeld sind. Die werden dann auch zuverlässig angezeigt. So, wir müssen jetzt hier links abbiegen, hier hoch. Da geht es mal richtig steil hoch. Und ich werde aber mal geradeaus laufen. Wir sehen es hier auf der Karte. Die richtet sich auch immer ganz schnell aus. Also ist wirklich top. Und wir sehen jetzt auch hier, dass dieser etwas schlechtere Landwirtschaftsweg ebenfalls eingezeichnet ist. Und wir sehen sogar hier oben diesen Weg hier, der hier lang läuft. Den sehen wir ebenfalls auf der Karte eingezeichnet, ganz leicht. Würde ich sagen, dann laufe ich jetzt einmal falsch. Im Übrigen steht jetzt hier 283 Meter, weil ich schon einen Abbiegehinweis bekommen habe. Das ist in dem Fall kein Bug. Ich habe es jetzt nur einmal gehabt, dass es nicht angezeigt worden ist. Das ist ja schon mal positiv. Gut, dann laufen wir mal falsch. So, dann bekommt ihr auch eine Anzeige Streckenabweichung. Und nach 22 Metern, sehen jetzt hier sind gleich eine Kurve gelaufen. Ich ein Stück zurück. Hier unten ist die Kurve. Ja, dann sehen wir einmal auch das Höhenprofil, was ich heute laufe. Wir sehen jetzt hier, ich laufe bis auf 253 Metern hoch. 125 Höhenmeter habe ich schon geschafft. 67 stehen noch vor mir. Also dieser blaue Spitze hier, die muss ich noch hochlaufen. Das wird gleich lustig, das geht schräg hoch. Und dann bin ich am Turm oben. Ich bin wieder auf dem Bismarckturm. Und da sehen wir auch schon, das Grüne bin ich gelaufen, das Blaue steht noch vor mir und die Gesamtstrecke ist 8,92 Kilometer.
Was die Uhr ebenfalls anbietet, ist dann das sogenannte Climb Pro. Wir sehen jetzt hier Anstieg 2 von 3, einen habe ich schon gemacht. Der Anstieg hat hier insgesamt 9% im Schnitt und wir sehen hier, der geht auf 420 Metern und ich habe noch 50 Höhenmeter vor mir. So kann ich immer einschätzen, wie das Ganze aussieht. Auch hier ist es so, das Grüne bin ich gelaufen, das Blaue steht noch vor mir und dann sehe ich noch die vertikale Geschwindigkeit. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen bewegt, deswegen sehen wir uns hier gerade einen Wert und oben die Zeit, die ich schon gelaufen bin. Dann haben wir noch eine Übersicht, was die verbleibende Distanz angeht, die ist 5,37 Kilometer. Die Zeit wird auf 58,24 und die Ankunftszeit auf 19:12 Uhr geschätzt. Aber da ich jetzt gerade stehe, verschlechtert sich natürlich der Wert. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch einen Pace-Pro-Plan erstellt. Ich habe einfach gesagt, ich möchte nach einer gewissen Zeit ankommen. Und wir sehen jetzt hier, ich stehe gerade und die letzte durchschnittliche Pace war 8 Minuten, weil ich gelaufen bin. Und wir sehen jetzt hier 22,35 läuft die Zeit. Und ich habe einen Plus von 7 Minuten 22 und unten sehen wir den Split, weil das Ganze wird dann immer gesplittet. Und dann lauft ihr quasi gegen den Split. Und so kommt ihr dann zu eurer Zeit, die ihr haben möchtet. Ja, nochmal ein weiterer Blick aufs Kartenmaterial, um einfach das Ganze mal zu zeigen, wie gut es eigentlich dann ist. Wir haben hier einen Weg. Wir haben hier einen Weg, der runter geht. Also das ist auch so ein Trail, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber sowas in der Richtung. Wir haben hier den Weg, der in den Bäumen hochgeht. Das ist so ein Trail. Und wir sehen hier auf der Uhr alles wunderbar abgebildet. Wir sehen alle Trails hier. Also ich muss jetzt hier geradeaus hochlaufen. Wir sehen aber auch den linken und den rechten. Und wir sehen sogar, wie der Weg heißt, das Hemsbergweg, den einen. Da bekommt dann auch die Namen angezeigt. Und wir sehen auch oben ganz leicht angedeutet eine Höhenlinie. Ja, Bergfest, ich habe jetzt den höchsten Punkt erreicht und da hört auch ein Split auf in 20 Metern und dann kommt auch ein neues Split bei Pace Pro. Und wir sehen hier, wir kriegen eine Auswertung, neue Pace, 6:13 soll ich es laufen, auf 570 Metern und insgesamt bin ich schon 17 Minuten so langsam. Gut, aber ich filme ja auch ganz viel. Dann würde ich sagen, laufen wir jetzt da hoch weiter. Ja, zum Thema Climb Pro noch eine Sache, wenn ihr jetzt dann die nächste Steigung etwas weiter weg ist, bekommt ihr dann auch unten angezeigt, die 1,93 Kilometer, wann die nächste Steigung dann kommt. Auch die Möglichkeit, wenn ihr lange auf der Karte seid, hier ganz lange oben auf die rechte Taste zu drücken. Dann bekommt ihr auch die Position angezeigt, wo ihr gerade unterwegs seid. Und ihr könnt dann mit der Startknopftaste auch entsprechend die Position speichern. Ja, dann bin ich hier jetzt auch an einer Wegkreuzung. Wir sehen hier eine klassische Kreuzung, wie wir sie kennen. Und ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. Aber hier ist ein Bachlauf drin oder so ein ganz kleiner Bach. Das sieht man hier, dieses verbrannte Gras da in der Mitte. Und da kann man jetzt nicht so viel erkennen, aber hier ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Bach. Und ich habe jetzt die Karte mal reingezoomt und wir sehen auch ganz leicht hier diesen blauen Strich, das ist der Bach. Ich habe jetzt auf 20 Meter gerade hereingezoomt und wir bekommen sogar einen Namen angezeigt, dass es der Klingenbach ist. Das heißt also sehr detailliert und so könnt ihr euch dann immer orientieren, wenn ihr unterwegs seid. Ist vielleicht gerade auch für Jäger interessant, weil die Uhr wird ja auch für Jäger unterstützt, wenn ihr unterwegs seid, um hier zu sehen, wie die Gegebenheiten sind vor Ort. Ja, noch eine tolle Sache, die eigentlich jetzt bei allen neuen Garmin-Uhren unterstützt wird, auch bei Tactix 7. Das ist das Live-Track und das ist dann so, ihr könnt eine E-Mail-Adresse hinterlegen, dann bekommt die Person eine E-Mail und er kann auf den Link klicken und sieht dann, wo ihr unterwegs seid. Und als weiteres Bonbon bekommt die Person auch angezeigt, wenn ihr eine Route geplant habt, wo ihr noch laufen müsst, das ist entsprechend in rosa hinterlegt, dann seht ihr auch genau, was noch vor euch ist. Das heißt also, blau seid ihr gelaufen, rosa steht noch vor euch. Ja, dann komme ich auch zum kleinen Fazit. Wie gesagt, die Strecke habe ich über Komoot geplant gehabt und es gab jetzt einen Abbiegehinweis nicht von den ganzen Abbiegehinweisen, das ist schon mal besser als sonst. Aber es ist dann tatsächlich wieder vorgekommen, dass wieder einer gefehlt hat. Und ich habe das, wie gesagt, sowohl bei Komoot als auch wenn ich über Garmin direkt plane. Das ist ein Softwarefehler und ich hoffe, dass der dann auch bald behoben wird. Das zieht sich durch alle Garmin-Uhren. Ansonsten hat es sehr viele Ähnlichkeiten mit der Fenix 7 oder ja generell Ähnlichkeiten mit der Fenix 7. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich suche eine Uhr zum Navigieren und die ganzen anderen Sachen, die jetzt bei einer Tactix-Uhr dazugehören, die brauche ich nicht, wie zum Beispiel einen Tarnmodus oder auch dieses Kill-Switch, wo ich dann alles löschen kann. Oder auch, wenn ich kein Flieger bin, weil da gibt es ja noch so Flugoptionen, da komme ich gleich noch drauf, da empfehle ich euch eigentlich fast eher eine Fenix 7 zu nehmen. Einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es dann doch ein bisschen mehr geboten, als jetzt mit der etwas teuren Tactix 7. Das ist eine gute Uhr, keine schlechte Uhr. Ich sage nur, wenn ihr es rein für Navigation sucht, dann wäre vielleicht die Fenix 7 etwas besser oder vielleicht sogar die Forerunner 955. Dabei beziehe ich mich dann aber auf Navigation mit Karten. Es gibt ja dann auch noch günstige Alternativen dann ohne Karte.
Was bei der Tactic 7 noch dazu kommt, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, weil ich habe kein Flugzeug, ist auch die Möglichkeit, neben der Navigation zum Laufen, auch das Ganze quasi mit dem Flugzeug zu machen. Ihr könnt dann den Sportmodus auswählen oder das Profil Sportfliegen und hier könnt ihr zwischen verschiedenen Flughäfen aussuchen. Entweder wenn ihr die ID habt, könnt ihr nach der ID suchen oder halt alle Flughäfen eurer Nähe, die werden auch angezeigt. Und es ist erstaunlich, welche Flughäfen ich hier alle in der Umgebung habe. Also, dass wir in Heppenheim einen haben, das wusste ich, das ist ein Segelflugplatz. Die sind dann auch entsprechend angezeigt, aber natürlich dann auch die großen Flughäfen, wie zum Beispiel Frankfurt ist bei mir hier in der Ecke. Das wird dann auch angezeigt. Ihr bekommt dann auch zu den Flughäfen dann Informationen, also sei es Funk etc. Ich bin jetzt kein Flieger, also ich blende es einfach ein. Ihr werdet das dann verstehen, wenn es entsprechend für euch ein Thema ist. Und ihr könnt euch dann auch da entsprechend die Daten anschauen. Das ist dann auch quasi das Bonbon der Uhr, also der Zusatz, den ich noch gegenüber der Phoenix 7 habe oder den anderen Laufuhren, dass ich dann hier die Flugdaten bekomme. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Navigation, die Karten sind sehr detailreich, man bekommt alle Trails angezeigt und ja, man findet sich immer zurecht. Auch die Anzeige mit Wald und Nichtwald ist sehr gut, also die Orientierungen sind ganz gut gemacht. Flüsse sind zu sehen, Bäche, aber auch Eisenbahnschienen ist alles dabei. Also wenn ihr da mal unterwegs seid und dann querfeld einlauft und jetzt nicht wisst, wo ihr seid, könnt ihr euch auch danach ein bisschen orientieren. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich habe mir mal eine Playlist gemacht, die verlinke ich euch mal, die könnt ihr euch mal anschauen. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, ich habe unten mal eine Best-of-Playlist, da kannst du mal schauen, was sonst noch auf dem Kanal alles stattfindet. Ansonsten würde ich mich freuen, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen und ich bedanke mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.